Diese Woche stehen wir unter einer totalen Mondfinsternis im Zeichen Jungfrau. Gleichzeitig wirkt die Sonne zusammen mit dem rückläufigen Merkur in den Fischen. Die Jungfrau fragt, was ist sinnvoll? Was ist strukturiert? Was ist effizient? Die Fische fragen, was fühlt sich wahr an? Was erschöpft mich innerlich? Wo verliere ich mich? Vielleicht spürst du genau diesen inneren Gegensatz. Ein Teil in dir möchte loslassen, nicht mehr alles tragen müssen. Und ein anderer Teil wird sofort praktisch. Wie soll das gehen? Wie organisieren wir das? Wer übernimmt dann die Verantwortung? Mit dem rückläufigen Merkur tauchen alte Gedanken wieder auf. Vielleicht auch alte Gespräche, unausgesprochene Dinge, Zweifel, die längst abgeschlossen schienen. Diese Mondfinsternis bringt Gefühl und Realität zusammen. Nicht dramatisch, aber ehrlich. Sie zeigt dir nicht nur, was du empfindest, sondern auch, was sich konkret verändern muss, damit dein Inneres wieder mit deinem Leben Schritt halten kann. Wo halte ich in meinem Alltag etwas aufrecht, das mir nicht mehr dient? Und was ist die kleinste, ehrliche Veränderung? Es geht nicht um Umbruch. Es geht um Korrektur. In deiner aktuellen Situation liegt der Herrscher. Verantwortung, Struktur. Du organisierst, hältst zusammen und funktionierst. Aber unter dieser Mondfinsternis zeigt der Herrscher auch etwas anderes. Vielleicht hast du zu lange stark sein müssen. Vielleicht bist du die Person, die immer alles im Blick hat, die niemandem zur Last fallen möchte. Die Frage ist nicht, ob du fähig bist, sondern ob du wirklich alles alleine tragen musst. Wo ist Verantwortung zur Gewohnheit geworden? Und wo ist sie längst Überforderung? Unter der Oberfläche liegt die Königin der Stäbe. Lebendigkeit, Freude, Herzlichkeit. Das ist deine Seite, die nicht nur funktionieren will, sondern erleben. Die Fische-Energie dieser Woche weicht diese innere Strenge auf. Sie fragt nicht nach Effizienz. Sie fragt nach Echtheit, nach deiner Lebendigkeit, nach deinem inneren Feuer. Vielleicht warst du früher spontaner. Vielleicht hast du schneller gespürt, was dir gut tut. Doch irgendwann wurde Verlässlichkeit wichtiger als Lebendigkeit. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Du hast dich nicht falsch entwickelt. Du hast dich angepasst. Aber diese Anpassung entspricht nicht deinem wahren Ich. Ich möchte dir eine ehrliche Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal etwas nur für dich getan, ohne es zu rechtfertigen? Nicht effizient, nicht sinnvoll, nicht notwendig, sondern einfach, weil du dich dadurch lebendig fühlst. Genau hier wird es gleich wichtig. Die nächste Karte zeigt, warum dieses Thema gerade jetzt nicht mehr übergangen werden kann. Was nicht mehr passt, ist nicht dein Leben. Es ist eine innere Struktur. Und vielleicht ahnst du längst, welche. Ist es der Gedanke, dass du stark bleiben musst? Oder ist es die Rolle, die du seit Jahren zuverlässig erfüllst? Vielleicht ist es der Anspruch, niemals zur Last zu fallen. Aber Stärke ohne Pause wird irgendwann zur Erschöpfung. Und hier wird es wichtig. Wenn du dieses innere Gebäude nicht selbst überprüfst, wird das Leben es irgendwann für dich tun. Nicht als Strafe, sondern als Korrektur. Und genau das zeigt hier der Turm. Was nicht mehr passt, ist der Turm. Und das ist kein äußeres Ereignis. Es ist ein inneres System. Eine Rolle, eine Haltung, eine Überzeugung wie: Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich muss das alleine schaffen. Nur wenn ich alles im Griff habe, bleibt es stabil. Der Turm fällt nicht, weil du versagt hast. Er fällt, weil du dich weiterentwickelt hast. Diese Mondfinsternis gibt dir die Möglichkeit, vorher hinzusehen. Zwischen Turm und Rad des Schicksals liegt ein stiller Moment. Ein Moment, in dem du erkennst: Es ist nicht mein ganzes Leben, das nicht passt. Es ist ein Detail, ein Muster, eine Gewohnheit. Und Jungfrau-Energie arbeitet genau so, nicht mit Drama, sondern mit präziser Korrektur. Die kleinste ehrliche Veränderung zeigt das Rad des Schicksals. Und das ist keine Karte der Zerstörung,
Es ist eine Karte des Wechsels, der Bewegung. Du musst nichts zerstören. Du musst nur aufhören, das Rad festzuhalten. Vielleicht bedeutet das: eine Aufgabe delegieren, einen Termin absagen, eine Grenze ruhig aussprechen oder eine Erwartung loslassen. Manchmal reicht eine kleine Kurskorrektur, damit sich dein ganzes Energielevel verändert. Nach dieser Entscheidung liegt der Stern. Und das ist eine der schönsten Karten im Tarot. Der Stern kommt nach dem Turm. Erst fällt etwas Unwahres, dann wird es still, klar, weit. Du verlierst nicht deine Stabilität. Du verlierst nur das, was dich unnötig erschöpft. Diese Mondfinsternis nimmt dir nichts Wertvolles. Sie nimmt dir Überlastung. Wenn dich diese ruhigen Wochenenergien begleiten sollen, dann bleib gerne hier. Diese Phase wirkt länger, als man denkt.